lernt man am besten und am schnellsten Deutsch? Tolle Frage. Denn Studien haben gezeigt, dass man am besten Fremdsprachen lernt, wenn man sie lernt, wie Kinder ihre Erstsprache lernen. Wie lernen Kinder ihre Erstsprache? Kinder lernen Sprachen, indem sie ganz genau beobachten. Beobachten und zuhören. Als kleines Beispiel, ein Kind sieht andere Kinder Fußball spielen. Das Kind beobachtet. Es hört zu, was die anderen Kinder sagen. Und es beobachtet die Körpersprache, die Mimik und Gestik. Das Kind sieht, wie ein Ball ins Tor rollt und hört ein anderes Kind rufen: Tor! Die Verknüpfung zwischen der Ball geht ins Tor und dem Wort Tor entsteht. Heißt das jetzt, dass das Kind das Wort Tor sofort im Kopf hat und sprechen kann? Nein, wir müssen eine Verbindung zwischen Wort und Bedeutung ungefähr 20 Mal erleben, sehen, hören, bis wir uns dieses eine Wort merken, verstehen und vielleicht auch schon abrufen können. Es braucht also Zeit und Geduld. Bei uns Erwachsenen und bei Kindern. Kinder lernen also nicht schneller oder einfacher, aber sie sind geduldiger. Sie beobachten länger, sprechen zu Beginn weniger und fühlen sich nicht gestresst, dass sie noch nicht sprechen können. Wir lernen oft eine Sprache mit dem Ziel, so schnell wie möglich sprechen, kommunizieren, schreiben zu können. Und am besten fehlerfrei. Aber wie auch bei einer Pflanze hilft es nicht, wenn man daran zieht. Ziehen. Es hilft nicht, wenn man daran zieht. Die Pflanze wächst Stück für Stück, wenn man ihr Wasser und Sonnenlicht gibt. Und dieses Wasser, das Wasser und Sonnenlicht, ist für uns Erwachsene Comprehensible Input. Aber was genau ist Comprehensible Input? Stell dir vor, du hast ein bisschen Hunger. Und plötzlich bekommst du einen Teller, einen riesengroßen Teller voller Essen. Dein Bauch kann das ganze Essen nicht verarbeiten. Wahrscheinlich bekommst du Bauchschmerzen, die Bauchschmerzen. Aber wenn du nur ein bisschen Hunger hast und du eine
kleine Portion, eine kleine Portion bekommst, dann kann dein Magen die Portion gut verdauen und du fühlst dich super. Und genau so ist das auch mit Comprehensible Input. Du hast ein bestimmtes Wissen. Du kennst bestimmte Wörter und deine Aufgabe also ist es, Input in Form von YouTube-Videos, Podcasts, Büchern zu suchen, mit denen du gut lernen kannst. Das bedeutet, dass dieser Input, dieser Content nicht zu schwierig für dich sein soll, aber auch nicht zu einfach. Stephen Krashen hat dafür die Formel I+1 entwickelt. I+1 bedeutet I für ich, also mein Sprachniveau in der Fremdsprache, plus 1. Diese Formel soll dich daran erinnern, dass du Input konsumierst, der immer etwas mehr ist, etwas anspruchsvoller ist als das, was du bereits kannst. Das Wichtigste ist, dass du dich nicht überfordert fühlst, dass du dich nicht gestresst fühlst und du das Gefühl hast, ich kann kein Deutsch, ich verstehe nichts. Und wie du siehst, helfen Mimik, Gestik, Körperhaltung dabei, dass du Fremdsprachen, den Inhalt dieses Videos zum Beispiel, besser verstehst. Erlaube dir selbst die Fremdsprache Deutsch zum Beispiel zu erlernen, wie es Kinder machen. Durch aktives Zuhören, Beobachten und Geduld. Comprehensible Input kann alles sein, bei dem du das Gefühl hast, dass du verstehst. Statt stur die Grammatikregeln und Vokabellisten zu pauken, versuche dich mit der Fremdsprache zu umgeben. Du lernst die Grammatik, die Aussprache und Vokabeln ganz natürlich. Aber natürlich habe ich auch einen Tipp für dich, mit dem du deinen Wortschatz in der Zielsprache, die Vokabeln aktiv lernen kannst, ohne dabei stundenlang mit Buch und Stift zu pauken. Lernen, 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 ohne zu pauken. Gehe dafür herum. Gucke und überlege dir, ob du das Wort in deiner Zielsprache kennst. Zum Beispiel das Wasser, das Glas. Ich trinke Wasser aus dem Glas. Das Wasser ist kalt, heiß, kalt. Oder die Nase, die Augen, die Haare. Benenne alle Wörter in deiner Umgebung,
die du schon kennst. Genau so wie Kinder das machen.